Hi Leute, hier ist jetzt endlich das lang versprochene Auswilderungsvideo von diesem Jahr. Wie ihr sehen könnt, machen wir einfach hier die Futterluke auf und die bleibt dann offen für ein paar Wochen. Dann können die Kleinen immer entscheiden, ob sie drinnen schlafen wollen, draußen schlafen wollen, ob sie sich das Futter lieber drinnen oder draußen abholen. Und sie sind unterschiedlich schnell damit, wie sie die Voliere verlassen. Die mutigsten gehen natürlich am Anfang raus und dann meistens gleich aufs Dach. In diesem Jahr war Hagrid der mutigste, der war als erstes draußen. Und danach ist dann gleich die Hermine hinterhergekommen. Die fand allerdings tatsächlich noch ein bisschen spannender, erstmal am Plastik rumzuknabbern, bevor sie überhaupt weitergezogen ist. Hat halt jeder so seine Vorlieben, ne? Vielleicht war ihr das Ganze draußen aber auch noch nicht so geheuer und sie wollte einfach noch ein bisschen länger an der Voliere hängen bleiben. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie es dann auch irgendwann in die Bäume geschafft. Als nächstes ist dann Hedwig rausgegangen. Die hat ein bisschen länger gebraucht als alle anderen und hat sich noch sehr lange auf dem Volierendach aufgehalten. Sich erstmal vor lauter Aufregung putzen müssen und alle trockenen Äste ganz genau anschauen und hat bestimmt eine halbe Stunde da oben zugebracht, bis sie irgendwann dann auch in die Bäume verschwunden ist. Draußen gibt es bei uns natürlich das ganze Jahr über auch Futter, sowohl für die Hörnchen, die wir selber ausgewildert haben, als auch für alle anderen, die aus der freien Wildbahn stammen. Manchmal weiß man gar nicht mehr so genau, wer da jetzt eigentlich sitzt und frisst. Am Anfang können wir die immer noch gut auseinanderhalten, aber irgendwann, gerade wenn sie den Fellwechsel hinter sich haben, sehen sie eigentlich fast alle gleich aus. Ein paar haben aber solche Besonderheiten, dass man sie doch relativ gut wiedererkennen kann. Er hier zum Beispiel. Ihn können wir nämlich ziemlich gut an seiner ausgefransten Schwanzspitze erkennen und wissen daher, dass es eins unserer Hörnchen aus dem letzten Jahr ist, und zwar Bobby, der ziemlich lange bei uns war und sich in dieser Saison entschieden hat, dass er ja auch vielleicht einfach wieder reingehen kann in die Voliere, weil da drin gibt es ja auf jeden Fall Nüsse und Wasser. Ja, also das hatten wir auch zum ersten Mal, dass ein Hörnchen, was schon mal draußen war, einfach freiwillig wieder eingezogen ist. Aber er bleibt natürlich nicht lange drin, sondern immer nur kurz zum Nüsse holen und dann ist er auch schon wieder weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen, wie unsere Auswilderung so abläuft. Wenn ja, dann könnt ihr gerne auf Gefällt mir klicken oder gerne uns auch abonnieren. Wir freuen uns immer, wenn sich die Leute so für die Hörnchen begeistern können wie wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!